Ich habe keine Zeit. Und ich habe auch keine Lust auf Diskussionen über mein Privatleben. Nur noch eine Sekunde. Aber ich bin ja eher ein Mensch, der auf feste Beziehungen steht. Aber falls ich mal eine Affäre hätte, dann würde ich lieber dort schlafen, als den Typen in meiner Wohnung hocken zu haben. Interessant. Und warum erzählst du mir das? Wie ist es denn bei dir? Wenn du es genau wissen willst. Umgekehrt. Dann hockt diese Anke von jetzt an jeden Morgen bei uns mit am Frühstückstisch. Nein, wir können natürlich auch in ein Hotel gehen. Aber dann müsstest du damit rechnen, dass bald in der Zeitung steht, Carla von Lahnstein lesbisch. Ehe mit Bernd von Beinbach vor dem Aus. Ist dir das lieber? Nein, natürlich nicht. Dann halt dich da raus. Ich kann auf dem Schloss machen, was ich will. Ich habe mit meinem Vater eine Abmachung. Aber was findest du ausgerechnet in dieser Anke? Das lässt du bitte meine Sorge sein. Ich muss jetzt in die Firma. Tschüss. Vanessa. Na, wie geht's denn Daddy? Schreibt er artig Briefe aus dem Knast? Ja, und stell dir vor, dein beruflicher Abstieg hat ihn schwer erschüttert. Er nimmt richtig teil an deinem Leben. Nein. Aber eigentlich geht's mir ja ganz genauso. Ich mache mir allerdings mehr Sorgen um deine Wohnsituation. Was passiert eigentlich, wenn Carla die Scheidung einreicht? Weil sie jetzt zu ihrer neuen Liebe steht. Das wird nicht passieren. Garantiert nicht. Nicht du schon wieder. Doch, ich schon wieder. Falls du sie noch immer nicht gefunden hast, die Ausfahrt ist da vorne. Danke. Vielleicht kannst du sie mir morgen früh noch mal zeigen. Du schläfst bei Carla? Egal. Ich verziehe mich sowieso auf mein Zimmer. Und hörst traurige Musik? Wieso? Sehnsucht? Nach wem? Nach mir. Der Kuss hat dir doch gefallen. Ich fand's ätzend. Da hatte ich aber einen ganz anderen Eindruck. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Die Damen? Wollen Sie nicht nach drinnen gehen? Es wird langsam etwas frisch. Was bist du denn plötzlich so freundlich? Hast du die frische Luft nicht bekommen? Entschuldige mal, ganz im Gegenteil. Ich bin doch von Natur aus ein gastfreundlicher Mensch. Ach ja. Wenn du es noch mal wagst, mich anzukrapschen, Was dann? Gib doch zu, du bist nur eifersüchtig. dann werde ich dafür sorgen, dass Carla dich abschießt. Entzückend. Ist es nicht schön, wie wir jeden auf unserem Schloss willkommen heißen? Besonders natürlich die lesbischen Freundinnen meiner Schwester. Ansgar, was hast denn du vor? Nichts? Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Lass uns rübergehen. Klingt gut. Achtung, es spielt noch Musik. Du bist erschreckend perfekt. Fast perfekt. Ich gehe einfach schnell in unseren Weinkeller. Das wäre aber schade. Love is blindness. I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Take my heart. Love is blind. In a parked car on a crowded street, see your love made complete. Thread is ripping, the knot is slipping. Love is blind. Nur Schrott. Ja, klar, wohl, ihr könnt so tun, als wäre ich nur Luft für euch. Love is blindness. I don't want to see.
Was ist los? Ein Engelchen ist durchs Zimmer gegangen. Oder vielleicht war es auch ein Teufelchen. Nicht so wichtig. Hast du dich am Buffet bedient? Damit auch alle mitkriegen, dass du heute mit deiner Gespielin im Bett frühstückst. Es geht dich zwar nichts an, aber ich war in der Küche. Na super. Dann weiß das Personal jetzt auch von deinem Verhältnis. Vanessa, mir reicht's langsam. Kannst du mir mal sagen, was mit dir los ist? Ich finde es eine Frechheit, dass du diese Person hier übernachten lässt. Das ist meine Wohnung. Falsch, das ist auch Daddys Wohnung. Oder hast du ihn schon abgeschrieben? Du weißt, dass das nicht stimmt. Solange du ihn noch als Alibi für deine Eskapaden gebraucht hast, war er gut genug für dich. An unserem Verhältnis hat sich nichts geändert. Dann könntest du etwas dezenter sein. Immerhin seid ihr noch verheiratet. Jetzt beruhig dich mal wieder, ja? Während Dad unschuldig im Gefängnis sitzt, vergnügst du dich hier mit dieser Tussi. Wie oft denn noch? Das ist meine Privatangelegenheit und ich werde Bernd nicht im Stich lassen. Reden kann man viel. Aber deine Taten sprechen eine andere Sprache. Nervensäge. Das habe ich gehört. Hallo. Entschuldige bitte die Verspätung. Hauptsache, du hast es überhaupt geschafft. Ich hatte ungern auf unser Mittagessen verzichtet. Geht mir genauso. Obwohl wir uns hier so schrecklich solide benehmen müssen. Gräfin Lahnstein, Danke. bitte. Verstehe, kennt dich jeder. Wieso haben wir uns dann nicht gleich bei dir getroffen? Vanessas Auftritt heute Morgen hat mir fürs Erste gereicht. Ich habe wirklich keine Lust, mich schon wieder zu rechtfertigen. Wieso lässt du dir von der Kleinen auf der Nase rumtanzen? Warum treffen wir uns nicht einfach bei mir in der WG? Da haben wir unsere Ruhe. Weißt du was? Das ist eine ausgezeichnete Idee. Gut. Aber ich glaube, ich habe mein Handy bei dir vergessen. Kann ich nachher noch mal mit rauskommen? Klar. Erst essen wir, oder? Du schon wieder. Ja, ich hatte Sehnsucht nach dir. Süßen kleinen Zicken kann ich nämlich nicht widerstehen. Komm mir nicht so nah. Dabei bist du so niedlich, wenn du wütend bist. So sehe ich immer aus, bevor ich jemandem die Augen auskratze. Miau, eine kleine Raubkatze. Leg dich nicht mit mir an, Anke. Und wenn du weißt, was für dich gut ist, dann verschwindest du ohne Skala in Ruhe. Meine Güte, jetzt komm mal wieder runter, ja? Ich will deine Stiefmutter nicht heiraten. Ich will nur mit ihr ins Bett. Carla ist nämlich ziemlich sexy, wovon du dich ja überzeugt hast. Über euren Sexkram will ich gar nichts wissen. Und ich hab euch überhaupt nicht... Jetzt tu mal nicht so prüde, ja? Dir hat doch gefallen, was du gesehen hast. Das hättest du wohl gerne. Machst du Platz im Kleiderschrank für Ankes Klamotten? Wie bitte? So oft wie diese Ziege hier auftaucht, zieht sie doch bestimmt bald bei dir ein. Also gut, bevor dieses Theater wieder losgeht. Anke hat heute Morgen ihr Handy hier vergessen und hat es eben abgeholt. Trotzdem. Nichts trotzdem. Im Übrigen haben wir vereinbart, dass wir uns in nächster Zeit lieber bei Anke treffen. Das ändert doch gar nichts. Vanessa, du nervst. Wie sieht das denn aus, wenn ihr in aller Öffentlichkeit rummacht? Von aller Öffentlichkeit kann doch gar nicht die Rede sein. Du machst Dad komplett lächerlich. Die Leute müssen doch denken, du hältst deinen Mann für einen Mörder und vergnügst dich längst anderswo. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich wie eine Nonne lebe. Das hat dein Vater nicht und von dir dulde ich es schon gar nicht. Hallo. Anke, du bist ja schon da. Das ist aber eine freundliche Begrüßung. Entschuldige, aber ich wollte unbedingt noch mein Pensum abarbeiten und da habe ich wohl die Zeit vergessen. Und unser Date? Das natürlich nicht. Diese Bilanzkonferenz, ich bin froh, wenn es endlich vorbei ist. Sie sind noch da? Die Tür stand offen. Wir sehen uns morgen früh. Ich würde dann gerne noch mal den Geschäftsbericht mit Ihnen durchgehen. Natürlich. Schönen Feierabend noch. Danke Ihnen auch. In der Lahnstein Holding erwarten Sie dynamische Mitarbeiter, bei denen Teamwork an erster Stelle steht. Hör auf. Diese Frau ist einfach unglaublich. Wenn noch jemand da ist. Wolltest du nicht Feierabend machen? Es könnte noch jemand hier sein, hör auf. Aber es ist niemand mehr da. Wir sind ganz alleine. Lass uns zum Italiener gehen, ich habe da einen Tisch reserviert.
Aber im Moment steht mir überhaupt nicht der Sinn nach Tiramisu. Ich hätte viel mehr Lust auf. Scheiße. Da war jemand. Stimmt. Der Wind, der plötzlich durchs Zimmer wehte. Sehr witzig. Was ist, wenn uns jemand gesehen hat? Dann war das ein Spanner, der es nötig hat. Du verstehst nicht, um was es geht, oder? Ich kann mir sowas in meiner Position nicht leisten. Wenn dann in die Öffentlichkeit kommt, dass ich lesbisch bin, dann habe ich ein Riesenproblem. Ich war so unvorsichtig. Vielleicht war Frau Jones doch noch in der Holding. Oder Ansgar. Den Gedanken finde ich zwar nicht besonders prickelnd, aber das wäre immer noch das kleinere Übel. Für die beiden ist es keine Neuigkeit, dass ich lesbisch bin. Stell dir vor, der Portier oder irgendjemand vom Wachdienst hat uns gesehen. Bei unserer Versöhnung nach der Hochzeit habe ich Vater versprochen, dass nichts nach außen dringt, schon gar nicht in der Firma. Vanessa von Beinbach. Hallo Vanessa, ist Carla da? Sekunde. Natalie für dich am Telefon. Soll ich sie durchstellen? Ja, gern. Ich stell dich durch. Danke. Hallo Natalie, was gibt's? Hi, es geht um die nächsten Übersetzungen. Bist du fertig? Alles wie besprochen. Und sonst alles in Ordnung? Ja, bis auf den Ärger mit der Jones. Ach, das weißt du ja noch gar nicht. Sie war's, die mich heimlich mit Anke beim Sex beobachtet hat. Hätte schlimmer kommen können, oder? Ist Sylvia Jones nicht schon schlimm genug? Immerhin seid ihr Kontrahentin. Sie hat natürlich gleich versucht, mich damit unter Druck zu setzen, aber ich habe ihr verständlich gemacht, dass sie mich nicht erpressen kann. Sehr gut. Lass dich bloß nicht von ihr unterkriegen. Ich bin so froh, dass sonst jemand in der Firma was von mir und Anke mitbekommen hat. Ihr solltet in Zukunft trotzdem besser aufpassen. Auf jeden Fall. Noch ein öffentliches Outing. Kann ich mir wirklich nicht leisten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Da deine Sehnsucht nach mir so groß ist, musste ich natürlich gleich kommen. Hallo zusammen. Was kann ich euch bringen? Ich hätte gerne eine Cola und einen kleinen Salat. Für mich nur eine Cola. Okay. Wieso sollte ich Sehnsucht haben? Du lässt dich von mir küssen? Für diese Unverschämtheit habe ich dir auch eine geklebt. Du siehst mir heimlich dabei zu, wie ich mit Carla schlafe? Noch mehr Beispiele gefällig? Ich will dich nur mal auf ein paar Sachen aufmerksam machen, die du in Zukunft beachten solltest. Ich bin ganz Ohr. Erstens, Carlas Vater ist zurzeit nicht sehr gut drauf. Und zweitens? Er schätzt es nicht, wenn es wegen Carla wieder Ärger in der Holding gibt. Soweit ich weiß, meistert Carla ihre Arbeit mit Bravour, also kein Grund zur Sorge. Aber wenn euer Verhältnis bekannt würde, wäre die Firma wieder in den Schlagzeilen. Dann wirst du mir sicherlich auch gleich sagen, was man dagegen tun kann, Schätzchen. Halt dich von Carla fern. Sonst fliegt er irgendwann auf und dann kannst du sie sowieso abschreiben. Danke für den Tipp. Man tut, was man kann. Du glaubst ja nicht wirklich, dass ich mich von deinem Kinderkram beeindrucken lasse. Und Carla sicherlich auch nicht. Wie naiv bist du eigentlich? Ist dir nicht klar, dass Carla sich jederzeit in eine Frau verliebt, die dich und deinen Vater vom Schloss verdrängt? Das hättest du wohl gern. Das wird früher oder später passieren. Aber du kannst auch was dagegen tun. Du müsstest Carlas Geliebte werden, dann könntest du mich vielleicht ausboten. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht? Schönen guten Abend erstmal. Spar dir dein Getue. Anke hat mir gerade von deinem Auftritt im No Limits erzählt. Hätte ich mir denken können, dass sie sofort alles weiter tratscht. Ja, sie mag ihm keine Heimlichkeiten. Im Gegensatz zu dir. Ich versuche nur, dich vor einem großen Fehler zu bewahren. Ach, indem du von Anke verlangst, mir aus dem Weg zu gehen. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Das brauchst du aber nicht, Vanessa. Und überhaupt, wenn ich den guten Rat einer Freundin brauche, dann wende ich mich an Natalie.